Call of Dragons hat Anfang September ein neues Update erhalten. Da war unter anderem die Haustiere mit dabei, die ihr jetzt zähmen könnt. In diesem Video werde ich euch erklären die Grundlagen, was ihr beachten müsst, was ihr täglich für Aufgaben habt, und es steckt doch wesentlich mehr drin, als es den Anschein hat. Es ist recht komplex, die ganze Thematik. Und ich würde sagen, let's go! Willkommen zurück. Mein Name ist Muria und wir sprechen heute über die Haustiere in Call of Dragons. Was ihr unbedingt als erstes machen müsst, beachtet diese Quest hier. Diese Quests am Anfang sind sehr wichtig, weil sonst sind euch einige Bereiche gesperrt, weil die werden nach und nach dann freigeschalten, die Bereiche. Des Weiteren solltet ihr bei den Edikten hier hinten dieses Edikt lernen, weil es erhöht euren tägliche Berechtigungsscheinkapazität um 3 weitere. So könnt ihr am Tag 5 Tiere zähmen. Wenn ihr das nicht macht, könnt ihr maximal nur 2 zähmen am Tag, was dann wiederum hier die Quest ziemlich verlangsamt. Gucken wir doch erst einmal, was sind die Haustiere? Schauen wir mal auf der Map. Und zwar ist das dieses Tatzensymbol hier. Hier haben wir einen Feendrache, Level 22. Suchen könnt ihr dies hier über diese Suchen-Funktion. Wir haben hier eine Echse-Familie, Eisechse, Donnerechse, Sandechse, Giftechse. Dann haben wir die Drachenfamilie, Berserker-Feendrache und Saphir-Feendrache. Die Ruchs oder Roch, ich nenne sie eher Ruchs, Goldroch, Schneegipfelroch und die Bärenfamilie, Frostbär, Streifenbär. Jedes dieser einzelnen Tiere passt perfekt zu einer bestimmten Truppenart, egal Marksmen, also Bogenschützen, Kavallerie, Tanks, also Infanterie oder die Magiebegabten. Die müsst ihr einfangen. Und wie ich schon vorhin erwähnt habe, bei den Edikten, wenn ihr das freigeschalten habt, könnt ihr 5 dieser Tiere einfangen. Und diese Tiere landen dann hier unten in eurem Unterschlupf. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt hier schon recht voll. Man kann maximal 7 von 7 hier anzeigen lassen. Und ihr seht, die haben überall Herzchen über den Kopf. Die muss man täglich einsammeln, aber man kriegt nur von diesen 7 Herzen, die ihr dann später brauchen werdet. Darauf kommen wir aber später zurück. So, sammeln wir das alles ein. Das ist jeden Tag, wenn ein Reset um 0 Uhr Serverzeit stattfindet, wäre in unserer Zeit 2 Uhr morgens. Und gehen wir jetzt einfach mal über die normalen, die ich habe. Wie ihr sehen könnt, gibt es hier Attribute, Fähigkeiten, Level und die Qualität. In dem Fall ist es eine Eisechse. Die könnt ihr bis Stufe 60 leveln. Leveln tut man sie ganz normal, wie eure Helden auch, indem ihr Darklings tötet, oder in Season 2 sind es ja dann Zwerge. Es gibt 4 Qualitäten. Schlechteste ist natürlich fortgeschritten ist grün, Elite ist blau, episch lila, legendär gelb. Legendär ist klar das Beste. Aber
Das heißt nicht, nur weil ihr jetzt einen legendären habt, dass dann auch wirklich die States, also die Attribute gut sind. In dem Fall hier ist es ein recht schlechter legendärer. Bei den Attributen gibt es auch mehrere Qualitätsstufen. Es fängt an, schlechteste ist C, dann kommt B, dann kommt A und S. Was dann noch wichtig ist zu beachten, wird unterteilt durch Basiswerte und Wachstumsraten. Ja? Das heißt, der Basiswert ist hier vorne, in dem Fall die 22, dann die Wachstumsrate ist plus 2,24. Die Grundwert und Wachstumsrate sind festgelegt, aber wenn dein Kriegshaustier aufsteigt, erhöhen sich seine Attribute. Also sprich, wenn du es auflevelst, erhöht sich natürlich dann auch der Attributenwert. In dem Fall haben wir ja hier ganze 6 Stück. Stärke, Beweglichkeit, Informationen, Ausdauer, Geist und Glück. Wie schon erwähnt, S ist das Beste, A das Zweitbeste, B das Zweitschlechteste und dann gibt es noch das schlechte C hier. Ja. Dann haben sie noch ihre Fähigkeiten. Das ist aber zufällig, was ihr findet. Wenn ihr sie zähmt in der Wildnis, können sie auch nur ein Skill haben oder wie in dem Fall 4. Und dann gibt es noch den Talentskill. Den kann man nirgends erwerben, den kann man nur durch Zufall kriegen von dem Tier, das man zähmt. Und zwar, das seht ihr hier, da steht Talent oben. Und dieses ist ein Skill, der nur für dieses Tier gedacht ist. Und diesen Talentskill kann man nochmal erweitern. Man kann ihn nicht erhöhen, nur erweitern. Und das zeige ich euch später, aber dann hat das Tier auch noch Ausdauer, so wie die Helden auch. Also sprich, auch Stamina in Englisch. Wenn ihr jetzt in PvP geht und ihr kämpft mit Spielern und da wisst ihr ja, dann brauchen sie maximal 10 Ausdauer, bis sie die Stadt verlassen können. Und wenn die halt komplett auf Null ist, kann das Tier die Stadt nicht mehr verlassen, genauso wie eure Helden. Die müssen dann erst wieder regenerieren mit der Zeit. Seht ihr ja hier. Wenn ein Kriegshaustier zum ersten Mal nach dem Verlassen einer Stadt die Legion eines anderen Fürsten angreift, ein Gebäude besetzt oder sich einer versammelten Armee anschließt, kostet es das 10 Ausdauer. Das Zerstören von gegnerischen Gebäuden zehrt auch beständig an der Ausdauer. Diese regeneriert sich mit der Zeit. Hat ein Kriegshaustier weniger als 10 Ausdauer übrig, kann es die Stadt nicht verlassen. Also dasselbe Prinzip wie bei den Helden auch. So, ich sagte ja am Anfang, dass ihr nur 2 Stück am Anfang habt. Und das sind eure Berechtigungsscheine. Wenn ihr dann natürlich die Edikte gelernt habt, habt ihr 5. Für bestimmte Aktivitäten, zum Beispiel das Einfangen von Kriegshaustieren, musst du Berechtigungssteine ausgeben. Das erfolgreiche Einfangen eines Kriegshaustiers kostet 1 Berechtigungsschein. Deine Berechtigungssteine werden jeden Tag um Mitternacht Serverzeit wiederhergestellt. Du kannst dein tägliches Speicherlimit für Berechtigungsscheine erhöhen, indem du bestimmte Edikte festlegst, was ich euch vorhin gezeigt habe. Und wie ich schon erwähnt habe, müsst ihr täglich die Herzen einsammeln von den Tieren. Und hier erscheint manchmal Müll, Fußspuren, auch Kothaufen. Das müsst ihr natürlich dann wegmachen, dafür bekommt ihr auch Herzchen. Wenn ihr dann natürlich am Anfang diese Quest hier gemacht habt, ja, dann wird mit der Zeit, weil ihr könnt ja am Anfang ein Tier auswählen, was ihr wollt, dann wird euch, glaube ich, 6 oder 8 Stück zur Verfügung gestellt, wo ihr eins davon auswählen könnt. Ich habe mich für den Bär entschieden beim Start. Und
wenn ihr die Questreihe weitergemacht habt, könnt ihr hier dieses Geschenk hier freischalten und bekommt dann beim ersten Wurf ein Stück Fleisch. Und dieses Fleisch füttert ihr dann eurem Tier, was ihr euch ausgewählt habt. Und es hat hier eine Zuneigungsstufe. Erst ab Zuneigungsstufe 2 kann es die Stadt verlassen und sich am Kampf beteiligen. Vorher nicht. Weil viele haben die Frage gestellt, wie kann ich mit diesem Tier kämpfen, weil sie die Questreihe nicht gemacht haben. Und somit war ihnen das verwehrt geblieben und bestimmte Funktionen blockiert. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier 15 Herzen. Diese Herzen braucht man hier, um ein Geschenk zu ziehen. Ich warte eigentlich immer, bis ich 100 habe, dass ich dann 10 Mal ziehen kann. Aber jetzt in diesem Fall drücke ich jetzt einmal drauf, damit ihr das seht. Jetzt habe ich zum Beispiel ein Skill bekommen. Ist jetzt kein besonders guter Skill, er hat nicht mal einen Stern. Und der landet dann in meiner Skillbox. Diese Fähigkeitskartenlagerhaus nenne ich es jetzt mal. Dieses Lager sammelt alle eure Skills. Dies könnt ihr natürlich erweitern, sei es mit Büchern, wie ihr hier seht, oder mit Juwelen. In dem Fall brauche ich noch 7 Bücher, damit ich noch einen weiteren Platz gewinnen kann. Ne? Wie ihr seht, habe ich schon einige gesammelt, aber da dies nicht so ein guter Skill ist, weil er hat nicht mal einen Stern, verkaufe ich den. Ne? Zu dem Shop kommen wir später noch. So. Dann gehen wir mal zu den Skills rüber. Nehmen wir gerade mal den hier. Wie ihr sehen könnt, es gibt Skills, die haben keinen Stern. Dann gibt es Skills, die haben 1 Stern oder 2 Sterne, bis maximal 3 Sterne geht es. 3 Sterne sind im Moment weder käuflich zu erwerben, sondern nur im Moment kriegt man es über diese Geschenke. Und zwar hier seht ihr, hier bekommt ihr verschiedene Gegenstände, könnt ihr kriegen. Und hier 3 Sterne Skills. Also da braucht man natürlich ganz viel Glück. Bei 3,2% ist die Chance recht gering. Des Weiteren bekommt ihr hier dieser Regenerierungstrank. Das erkläre ich euch auch später. Dann wie dieses Fleisch, was ich vorhin erwähnt habe, damit ihr die Zuneigungsstufe erhöhen könnt von eurem ersten Tier, bekommt ihr durch die Questreihe. Dann gibt es hier 2 Sterne Skills und die normalen 1 Sterne und ohne Sterne Skills kriegt ihr auch. Diese Skills, und zwar könnt ihr weitere Skill-Slots bis maximal 8, wenn ihr viel Glück habt, kriegen. Aber hier gibt es wieder etwas zu beachten. Und zwar Kriegshaustiere verfügen über Talentfähigkeiten und allgemeine Fähigkeiten. Die Talentfähigkeit von Kriegshaustieren werden bestimmt, wenn sie gefangen werden. Mit Hilfe von Fähigkeitskarten kannst du ihnen allgemeine Fähigkeiten beibringen. Immer wenn ein Kriegshaustier eine neue Fähigkeit erlernt, ersetzt sie zufällig alles, was sich in einem vorhandenen Fähigkeitslot befindet. Leere Fähigkeitslots werden bevorzugt genutzt, wenn sie verfügbar sind. Unter verschiedenen Stufen derselben Fähigkeit wird nur die Fähigkeit mit der höchsten Stufe wirksam. Du kannst bis zu 3 Fähigkeiten desselben Typs haben. Alle weitere Fähigkeiten desselben Typs können nicht wirksam werden. Also das heißt, ich habe jetzt hier 2 Stück vom Typ Ausdauer. Ja, die sind abhängig von wie viel Ausdauer dieses Tier hat. Je mehr Ausdauer, umso stärker ist der Skill-Effekt. Und wenn ich jetzt noch einen dritten Skill Ausdauer hier in den Lernslot reinpacken würde, dann
könnte ich keinen weiteren Skill mehr dieses Typs installieren bei diesem Tier, weil maximal 3 ist nur erlaubt. Talentskill, was wir vorhin gelesen haben, ist dieses hier, wo oben rechts Talent steht. Das ist auf das Tier bezogen eine Fähigkeit. Das hat unter anderem jetzt hier dieses Tier auch noch. Meine Berserker Feendrache. Ja, auch wieder hier Talent. Das sind alles Passivskills. Ihr habt die Möglichkeit, diese im Shop zu kaufen. Aber da muss ich sagen, das ist wirklich sehr, sehr teuer. Wie ich vorhin erwähnt habe, dass man die Talentskills erweitern kann, ist jetzt zum Beispiel hier bei meinem Bären, ne, ist die Frostrüstung, kostet hier alleine 14.014 Münzen. Also hier diese Münzen. Die könnt ihr erlangen, entweder durch Verkaufen eurer Skills, die ihr gesammelt habt, oder aber ihr könnt sie für Echtgeld kaufen, was ich wiederum mir persönlich zu teuer ist, weil gerade 14.000 für ein Skill wären in dem Fall hier schon fast 50 Euro. Ne? Also das muss jeder für sich selber entscheiden, wie er das handhabt. Wir können jetzt mal draußen ein Tier zähmen. Mal gucken. Nehmen wir doch gerade den 22er. Was man auch beachten muss, je höher der Level dieses Haustiers ist, umso höher ist die Chance, ein besserer Qualitätshaustier zu kriegen, damit, weil wenn man grün oder blau oder lila oder legendär kriegt, erhöht halt die Chance, wenn man ein höher leveliges Pet nimmt. In dem Fall ist es jetzt 22, bei Seasons 1 geht es ja bis 25. Aber da ich jetzt gerade nicht in Zone 3 bin, ist hier das Max-Level 23. Aber jetzt zum euch mal zeigen, nehmen wir jetzt gerade mal den hier. Kurz meine Kavallerie dahin. So. Dauert 43 Sekunden, bis sie da sind. Des Weiteren, was ihr beachten solltet, und zwar, wenn ihr ein neues Pet zähmt und ihr habt jetzt gerade schon 7 Stück da, mache ich, so um die 3 Stück mache ich dann raus, dass sie da nicht mehr angezeigt werden. Weil wenn jetzt ein neues Pet dazukommt, könnt ihr von diesem neuen Pet auch Herzchen einsammeln, was ihr später dann für die Geschenke gut brauchen könnt. So, wir sind dabei, um zu zähmen. Die Saphir-Feendrache. Und dann wird hier gleich hier oben angezeigt, was für Tier wir gezähmt haben. Ihr müsst einfach ganz normal auf Fangen klicken, schickt eure Legion dahin und jetzt wird es gezähmt. Seht ihr an dem Symbol. Jetzt haben wir einen Elite gefangen. So, der ist jetzt hier drin. Wie ich sagte, können wir das Herzchen anklicken. Und jetzt können wir angucken. Ist jetzt nichts Besonderes. Er hat ein Skill, nicht mal ein Stern. Es war ein Talentskill. Wo ist mein anderer Feendrache? Der hat zumindest ein Stern. Was besser ist als 0 Stern. Den lassen wir jetzt frei. Und wenn wir ihn freilassen, besteht die Chance, dass wir jetzt zum Beispiel diesen Skill, den Talentskill können wir nicht haben, aber hätte er jetzt einen normalen Passivskill, könnte ich die Chance haben, diesen Skill zu kriegen in mein Lager rein. Aber in dem Fall werden wir wahrscheinlich was anderes kriegen. Das ist Zufall. Man kriegt nicht immer diese Fähigkeiten. So, habe einen Regenerierungstrank gekriegt dafür. Und dieses Regenerieren heißt einfach nur, Moment, ich suche mal den richtigen raus.
Leuchter da. Der ist jetzt fortgeschritten, sprich, das heißt grün. Also nicht verzweifeln, wenn ihr einen grünen sammelt, der aber 4 Skills hat, wie in meinem Fall, könnt ihr diesen Qualitätsstufe und auch die Verbesserung der Attribute erhöhen, indem ihr diese Regenerierungstränke habt. Da klicken wir einmal drauf, jetzt haben wir eine Elite. Ist nicht besonders Fortschritt, wir hatten auch einen Skill-Slot-Verlust. So, noch einmal Elite. Die Werte ist nicht wirklich gut. Haben wir episch. Machen wir noch einmal. Wieder Elite. Fortgeschritten. Noch einmal. Ja, leider kein legendären. So könnt ihr das beeinflussen, dass ihr später noch eine bessere Qualitätsstufe bekommt mit diesen Tränken. Und diese Tränke sind nicht für echt Geld zu kaufen, sondern die könnt ihr erstens durch dieses Monatspaket bekommen. Da bekommt ihr 5 Stück. Dann bekommt ihr hier durch die täglichen Aufgaben hier, bekommt ihr auch einen hier. Dann ist ja immer sonntags um 0 Uhr, also Mitternacht Serverzeit, also in deutscher Zeit 2 Uhr nachts oder 2 Uhr morgens, je nachdem wie man sieht, könnt ihr hier diese Tränke auch noch kaufen. Kostet, glaube ich, 40 Juwelen. Und diese Tränke braucht ihr, um eure Pets zu regenerieren, um eine bessere Qualitätsstufe zu bekommen. Wenn ihr nicht das Glück habt, gleich einen legendären zu kriegen. Hier beim Verdienstjob, das diese Währung erhaltet ihr ja durch PvP. Könnt ihr hier kaufen. Ne? Könnt ihr eure Verdienste dafür ausgeben. Deswegen zwingend erforderlich, Kämpfe zu machen, um Verdienste zu kriegen. Und legendär ist halt nicht gleich legendär. In dem Fall der Bär ist sehr gut. Er hat 5 Skills, die alleine auf höchster Stufe sind. S und A ist jetzt auch nicht so schlecht. Und 7 Skill-Slots von 8, die ihr haben könnt. Während dieser hier, muss ich sagen, ziemlich doof gelaufen ist. Etwas mehr S. B-Attribute oder A-Attribute wären jetzt nicht schlecht gewesen, aber den muss ich nochmal regenerieren. In der Hoffnung, einen besseren legendären zu kriegen. Der ist, ja, ich würde mal sagen, so mittelmäßig. Mehr S-Attribute wären besser. Aber auch hier Talentskill, den man dann wiederum verbessern kann. Deswegen, wenn ihr jetzt ein Pet fangt, das jetzt nicht unbedingt 4 Skills hat oder ein gute Talentskill hat, dann lasst sie frei, sammelt aber erst die Herzen ein und in der Hoffnung, ihr kriegt vielleicht einen von seinen Skills, die er dabei hat. Und hier immer darauf achten, wenn euer Lager voll ist, sind die Skills nicht futsch. Sie landen dann in eurem Postfach, also in den E-Mails. Ja. Gucken, ob ich die E-Mail noch habe. Vielleicht noch an der Stelle erwähnt, momentan gibt es bis zum 5.10. hier ein kostenloses Geschenk, dann bekommt ihr den A-Toys, so 10 Stück Token. Dann hier diesen Berserker Feendrache bekommt ihr und
Nur diese Belohnung. Ein geschenkter Gaul schaut man ja nicht ins Maul, ne? Nehmt mal mit. Also wenn ihr euch einloggt, hier bis zum 5.10. bekommt ihr das noch. Nicht wundern, dass wir hier kaum Events haben. Wir stehen hier kurz vor Start des Season 2. Werden mit 4 Servern gemerged. Und wie gesagt, wichtig ist am Anfang, diese Quests zu machen. Und bei den Edikten, dass ihr hinten lernen, dass ihr 5 Berechtigungsscheine habt anstatt 2. Weil sonst zieht sich das unnötig in die Länge, bis ihr dann endlich so weit seid, dass ihr euer erstes Tier mit in den Kampf nehmen könnt. Weil wenn ihr täglich hier die Herzen einsammelt und ihr habt die Tiere hier drinnen, jedes Mal, wenn ihr die Herzen ansammelt, steigt etwas die Zuneigungsstufe und ihr habt dann irgendwann seid ihr so weit, dass die anderen Tiere, die ihr gezähmt habt, dann auch in den Kampf mitnehmen könnt, weil sie Stufe 2 erreicht haben. So, an dieser Stelle, ich hoffe, ich konnte euch die Grundlagen soweit gut erklären. Nächstes Mal gehen wir mehr auf die Arten ein, die es gibt, die man zähmen kann und für wen sie gut sind. Wie zum Beispiel jetzt hier mein Sandechse, Eisechse ist, da. Meine Sandechse habe ich jetzt zum Beispiel bei meinen Bogenschützen. Heilt bis zu 4 deiner Legionen in der Nähe alle 6 Sekunden im Kampf. Heilungsfaktor 27 ist jetzt nicht die Welt, aber alle 6 Sekunden. Ne? Muss man ja auch hochrechnen. Und den kann man ja dann noch weiter verbessern. Und ja, da gibt es halt, man kann nicht jedes Pet jetzt mit jeder Truppenart nutzen, weil bestimmte Truppenarten werden halt besser unterstützt als andere. Zum Beispiel bringt es mir nichts, wenn ich jetzt diesen Bär jetzt, was weiß ich, mit meiner Kavallerie mitschicken würde. Die hätten da nicht wirklich einen Nutzen davon. Und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, Fragen habt, schreibt mir einen Kommentar. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Danke fürs Zuschauen.